Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte euch heute mal was Neues vorstellen. Oder der ist ja schon etwas älter, der ist seit diesem Jahr, aber es ist der neue Aquaprice Bluetooth Regler. Wie Sie es natürlich versteht, kein Unboxing, kein Auspacken. Wir wollen das Gerät einfach draußen im Garten probieren. Aber eines oder anderes müssen wir noch klären, was er alles so kann. Er kommt als All-in-One-Gerät daher. Ja, was heißt das? Er hat alles drin. Er hat ein Panel hier, das Solarpanel, hat hier die Reglerkopf und der Computer ist gleich drin. Also wir brauchen nichts weiter. Das Gerät ist so, wenn man es ausgepackt hat, komplett gleich einsatzbereit. Wir schauen es gleich im Garten an. Ich selbst habe es noch nicht ausprobiert, aber ich muss eins sagen, ich kannte den alten Aqua Contour. Der war ja gut in Ordnung. Der hatte bloß einen Fehler, wenn man im Winter das Panel nicht gereinigt hat oder die Batterie ist dann in Tiefenentladung gegangen. Na klar, wie beim Auto, sie ist dann erfroren. Und da sind die meisten Geräte kaputt gegangen. Und ich habe mal gesagt, wenn der Akku rausnehmbar wäre, okay. Heute ist das Gerät, das ist der oberirdisch hier. Das Gerät kannst du dann, sag mal, von der Platine unten runternehmen. Es gibt noch den unterirdischen, da kaufen Sie nur das Teil für die Erde, stellen ihn rein, haben einen Deckel drauf und im Herbst nehmen Sie den ab. Alles super. Also für Leute, die, sag mal, Geld sparen wollen, wenn auch der Ausgangspreis erstmal sich ein bisschen katastrophal anhört, aber ich sage Ihnen, probiert es aus. Ob Sie nun hunderte von Leitungen verlegen mit vielen Reglern oder ein, zwei von diesen benutzen, sie sind schnell fertig und ist alles im Gerät integriert. Besser kann es gar nicht sein. Und der Hammer soll sein, ich weiß es noch nicht, ist über die Gardena-App. Ich werde versuchen, die Einrichtung, sag mal, es wird ein bisschen schwierig werden mit der Lichtfunktion. Ich schaue mal, ob wir das nachher hinkriegen, ganz kurz die Einbindung. Ansonsten, das Gerät macht 10 bis 2 Meter. Und das schauen wir uns mal an. Was gibt es noch zu sagen? Ja, Solarpanel ist schon gesagt worden, alles funktioniert und Sie haben auch die Möglichkeit, das Gerät, falls mal ein bisschen die Sonne nicht da ist. Ach, hier oben. Ja, das ist noch so neu. Also hier oben ist so ein Fach, wo Sie einfach mal ein Ladegerät anschließen, also ganz normale Ladegerät, USB und dann hier der ganz normale Anschluss. C heißen die mittlerweile, aber ist ja auch egal, die passen jedenfalls für alles, was am Telefon heutzutage passt jetzt hier auch rein, könnten Sie alles wirklich mal laden, falls er mal nicht so viel Ladung hat. Ja, hier haben wir den Ein-Aus-Knopf, da können Sie auch gleich kontrollieren, ob die Batterieladung in Ordnung ist. Hier die Bluetooth-Verbindung steht und wie viel Wasser, das kann man uns nachher angucken. Er soll auch die Wassermenge prüfen, also wenn Sie wissen wollen, wie viel Wasser Sie aufgebracht haben, weil die meisten fragen mich ja nach einer Installation von der Gartenbewässerung, wie viel soll ich denn raufnehmen, wie viel Wasser? Ich sage, das kommt immer auf die Rasensorte drauf an. Ja, keine Ahnung, 20 Minuten, aber wie viel kommt da? Hier haben wir genau dann die Geschichte, wie viel Wasser er benötigt. Ich hoffe, die App ist hier zu sehen. Also ich schalte mal das Gerät ein, das ist ja wie bei allen Bluetooth-Geräten. Einen Schalter drücken, 3 Sekunden ungefähr, dass dann das Gerät sich einschaltet und automatisch wird dann Suchaktion ausgelöst. So. An ist er. Er blinkt blau in der Bluetooth, auf dem Bluetooth-Zeichen. Produkt hinzufügen. Ja, komm du mal. Hier haben wir den Aquaprice Bluetooth. Also alles hier, wenn wir diese Installationsgeschichte überspringen. Das machen wir ja draußen. So. Einschalten. Hier wird mal alles erklärt. Also im Prinzip kann man ja nichts verkehrt machen. So, hier haben wir das Gerätchen. Drücken wir mal kurz rein. Fortfahren. Suche nach Produkten. Also eigentlich. So, jetzt haben wir den. Zur Anleitung. Fortfahren. Ja, bereit zum Koppeln. Also, jetzt drücken wir mal rauf. Jo, ist da zwischenzeitlich ausgegangen. Na hier. Produkt verbinden. Und da ist er. Ganz einfach. Da haben Sie den Namen. Da können Sie jederzeit einen anderen Namen einschreiben. Ich habe Gardena AC2 Test eingegeben. So. Jetzt haben wir ihn drin. So. Installation abschließen. So. Standort erstellen und
Sprühdistanztests durchführen. Das machen wir jetzt draußen und da werden wir es dann sehen. Also bis gleich. Hier ein paar Ansichten von der App, die Ihnen bereits bekannt vorkommen sollten. Also hier auch kein Problem bei den Einstellungen. So, dann gehen wir mal nach draußen. Hier haben wir das gute Teil hingestellt in unseren gut verbrannten Rasen. Er macht dann den Test ganz automatisch und Sie können dann feststellen, ob die Strecken kurze Strecke, lange Strecke für Sie ausreichend sind. Im Kurzen gesagt, die Wassermenge sollte hierbei ausreichen. Im Normalfall würde ich dann ein 3/4 Zoll Schlauch Minimum nehmen. Wir hatten hier nur 1/2 Zoll, aber das reicht erstmal für die Probe. Ist dieses abgeschlossen, können Sie mit der Einstellung links beginnend anfangen. Das habe ich mir aber an der Stelle gespart, weil das ist nachher selbsterklärend. Hier noch ein paar Eckpunkte und Sie schauen sich in der Zwischenzeit die Bilder an. Also der Aquapreis berechnet eine Fläche von ca. 320 Quadratmeter. Die Reichweite beträgt 2 bis 10 Meter. Der Wasserverbrauch liegt zwischen 200 und 600 Liter. Ganz kurz noch, die minimale Beregnungsfläche liegt bei 20 Quadratmeter. Die Bedienung wird mittels Bluetooth-App vorgenommen und das All-in-One steht natürlich für alles inklusive in diesem Gerät. Computer, Solarzellen, Regnerkopf, also alles in einem. Trotz der hohen Anschaffungskosten ist das Teil immer noch rentabel. Rechnen Sie einfach mal mit, wenn Sie für 600 Quadratmeter ca. 2.500 bis 3.000 Euro an normaler Beregnung ausgeben müssten, sind Sie hier ungefähr bei 1.000, 1.500, je nach Leistung, die Sie selber übernehmen. Vor allem ist alles in ein Gerät integriert. Sie benötigen nur noch einen entsprechenden Wasseranschluss, besten Teil ist 25 mm PE und benötigen keine besonderen Kenntnisse, weil einfach ist. Ja, lassen Sie sich noch von den weiteren Bildern inspirieren. Bei Fragen wie immer, ein Anruf genügt.